Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir zusammen ins Einkaufszentrum gegangen sind? Ja, ich erinnere mich an diesen Tag. Wir hatten viel Spaß. Wir sind einkaufen gegangen, haben zu Mittag gegessen und viel geredet. Ich möchte über diesen Tag sprechen. Es war ein sehr schöner Tag für mich. Natürlich, Alice. Ich habe den Tag auch genossen. Was möchtest du darüber sagen? Zuerst möchte ich dich fragen, um wie viel Uhr haben wir uns im Einkaufszentrum getroffen? Wir haben uns um 10 Uhr morgens am Haupteingang getroffen. Richtig. Ich war ein wenig spät wegen des Verkehrs, aber du hast auf mich gewartet. Danke dafür. Kein Problem, Alice. Ich war froh zu warten. Als du angekommen bist, haben wir unseren Tag mit einem Spaziergang durch das Zentrum begonnen. Ja, wir sind herumgelaufen und haben viele Geschäfte angeschaut. Ich erinnere mich, dass wir zuerst in ein Bekleidungsgeschäft gegangen sind. Das stimmt. Ich habe ein blaues Hemd und eine schwarze Hose anprobiert. Ich fand die Kleidung sehr schön. Ich habe mir ein Kleid und ein paar Schuhe angesehen. Das Kleid war rot und sehr hübsch, aber ich habe es nicht gekauft. Ich habe das blaue Hemd gekauft, weil es im Angebot war. Ich war sehr zufrieden mit meiner Wahl. Nach dem Einkaufen sind wir in die Food Court gegangen. Ich hatte Hunger. Ich auch. Wir haben ein kleines Restaurant gewählt und Pasta sowie Salat bestellt. Ich erinnere mich, das Essen war sehr gut. Ich hatte auch ein kaltes Getränk. Es war erfrischend. Ja, das Getränk war angenehm. Wir saßen und sprachen über unsere Pläne für das Wochenende. Ich mag es, dass wir immer Zeit zum Reden haben, wenn wir ausgehen. Das macht den Tag angenehmer. Da stimme ich zu. Nach dem Mittagessen sind wir noch in ein paar weitere Geschäfte gegangen. Wir haben uns Elektronik und Bücher angesehen. Ich habe ein neues Handy in einem Geschäft gesehen. Es war sehr modern, aber ich habe es nicht gekauft, weil es teuer war. Ich habe mir einige Bücher angesehen. Ich liebe es zu lesen, also hat mir dieser Teil sehr gut gefallen. Ich lese auch gerne. Vielleicht können wir beim nächsten Mal eine große Buchhandlung besuchen. Das ist eine gute Idee. Wir können mehr Zeit damit verbringen, verschiedene Bücher anzuschauen und vielleicht eins oder zwei kaufen. Ja. Übrigens, erinnerst du dich noch, als wir in den Schuhladen gegangen sind? Ja, das tue ich. Ich habe ein paar Sneaker anprobiert. Sie waren sehr bequem. Ich habe ein paar Sandalen anprobiert. Ich mag Sandalen im Sommer, weil sie leicht und einfach zu tragen sind. Das stimmt. Die Sneaker waren gut zum Laufen, aber ich habe sie nicht gekauft, weil ich schon ein paar zu Hause habe. Das ist klug. Manchmal ist es besser zu warten, bevor man neue Schuhe kauft. Das stimmt. Wir sollten nur Dinge kaufen, die wir wirklich brauchen oder mögen. Das habe ich von dir gelernt. Du überlegst immer sorgfältig, bevor du etwas kaufst. Danke, Alice. Ich versuche mit meinem Geld vorsichtig zu sein. Was haben wir nach dem Einkaufen als nächstes gemacht? Wir sind in den Elektronikladen gegangen. Ich wollte mir neue Kopfhörer ansehen. Ja, ich erinnere mich daran. Du hast ein paar Kopfhörer ausprobiert. Sie klangen sehr gut. Ich habe die Kopfhörer nicht gekauft, weil sie ein wenig teuer waren, aber ich mochte die Klangqualität. Ich habe mir auch ein Tablet angesehen. Der Bildschirm war sehr klar, aber ich habe beschlossen zu warten. Mein altes Tablet funktioniert noch gut.
Das ist eine weise Entscheidung. Manchmal ist es besser, bis zu einem guten Angebot zu warten. Genau. Ich habe gelernt, dass ich beim Einkaufen mit dir mehr über meine Entscheidungen nachdenke. Ich habe das gleiche Gefühl. Wenn wir zusammen einkaufen, teilen wir unsere Ideen und helfen uns gegenseitig. Sind wir nach dem Elektronikladen in die Buchhandlung gegangen? Ja, das haben wir. Ich liebe Buchhandlungen. Ich habe mir viele Romane und einige Zeitschriften angesehen. Ich lese auch gerne Zeitschriften. Ich habe eine über Reisen gelesen. Sie hat mir viele Ideen für meinen nächsten Urlaub gegeben. Diese Zeitschrift war interessant. Vielleicht kaufe ich sie beim nächsten Mal. Ich denke, beim nächsten Mal sollten wir planen, mehr Zeit in der Buchhandlung zu verbringen. Wir können sogar eine kleine Lesestunde im Café haben. Das ist eine großartige Idee. Ich würde mich freuen, mit dir zu sitzen und zu lesen. Übrigens, erinnerst du dich an den kleinen Geschenkeladen, den wir besucht haben? Ja, daran erinnere ich mich. Ich habe mir einige Schlüsselanhänger und kleine Souvenirs angesehen. Ich habe einen einfachen Schlüsselanhänger gekauft. Er war sehr günstig und süß. Ich mag es, kleine Erinnerungen an unsere Einkaufstage zu haben. Ich habe nichts aus dem Geschenkeladen gekauft, aber ich habe es genossen, die Artikel anzusehen. Manchmal macht Schaufensterbummeln auch Spaß. Das stimmt. Selbst wenn wir nichts kaufen, ist es schön, neue Dinge zu sehen. Was haben wir nach dem Besuch aller Geschäfte als nächstes gemacht? Wir sind in den Außenbereich des Einkaufszentrums gegangen. Es war ein sonniger Tag. Ja, wir saßen auf einer Bank und sprachen über unseren Tag. Ich mochte es, dass wir Zeit zum Entspannen hatten. Das hat mir auch gefallen. Wir haben die Leute beobachtet, die spazieren gingen und den Tag genossen. Es war sehr ruhig. Ich finde, dass Einkaufen manchmal nicht nur darum geht, Dinge zu kaufen. Es geht auch darum, Zeit mit Freunden zu verbringen. Das ist wahr. Ich genieße unsere Einkaufsausflüge immer, weil wir viel reden und lachen. Erinnerst du dich, um wie viel Uhr wir mit dem Einkaufen fertig waren? Ich glaube, wir waren gegen 16 Uhr fertig. Ja, ich erinnere mich, ich habe den Bus um 16:30 Uhr genommen. Ich hatte genug Zeit, um nach Hause zu gehen und mich zu entspannen. Ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren. Ich war sehr glücklich, weil ich einen schönen Tag hatte. Ich war auch glücklich. Ich habe ein neues Hemd und einen Schlüsselanhänger gekauft und viele interessante Dinge gesehen. Ich habe nicht viele Dinge gekauft, aber ich habe es genossen, die Kleider und Schuhe anzuschauen. Ich habe auch mehr über elektronische Artikel gelernt. Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, habe ich das Gefühl, dass ich etwas Neues lerne. Ich auch. Ich lerne über Preise, Qualität und sogar neue Trends. Ich denke, unser nächster Einkaufsausflug sollte in ein anderes Zentrum gehen. Vielleicht können wir das in der Nähe des Parks besuchen. Das ist eine gute Idee. Ich habe gehört, dass das neue Einkaufszentrum viele kleine Geschäfte und eine große Food Court hat. Ja, ich möchte die neue Food Court ausprobieren. Ich liebe es, verschiedene Arten von Essen zu essen. Ich möchte auch neues Essen probieren. Vielleicht können wir ein paar Gerichte teilen. Das klingt perfekt. Wir können verschiedene Dinge bestellen und ein bisschen von allem probieren. Ich freue mich auf unseren nächsten Ausflug. Wann möchtest du gehen? Wie wäre es mit nächstem Samstag? Wir können uns wieder um 10 Uhr treffen. Nächster Samstag passt mir. Ich werde am Morgen frei sein. Großartig. Ich werde den Busfahrplan überprüfen und meinen Tag planen. Ich werde auch den Zugfahrplan überprüfen. Ich möchte pünktlich ankommen.
Ich freue mich darauf. Wir können unsere Einkäufe planen, zu Mittag essen und vielleicht einen Film anschauen. Ja, ich mag diesen Plan. Ein Film nach dem Einkaufen macht immer Spaß. Hast du spezielle Dinge, die du beim nächsten Mal kaufen möchtest? Ich möchte nach einem neuen Kleid und vielleicht einem Paar Schuhe suchen. Ich möchte auch wieder den Elektronikladen besuchen, um die neuen Kopfhörer zu sehen. Ich möchte mir einige Bücher ansehen und vielleicht ein neues T-Shirt. Ich muss auch die Angebote im Schuhladen überprüfen. Das ist eine gute Idee. Wir sollten immer nach Angeboten suchen. Das hilft uns, Geld zu sparen. Ich habe beim letzten Einkauf viele Dinge gelernt. Ich habe gelernt, Preise zu vergleichen und die Qualität der Artikel vor dem Kauf zu überprüfen. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, auf ein gutes Angebot zu warten. Manchmal sind die besten Artikel später im Angebot. Ja, und ich habe das Gefühl, dass Einkaufen mit einem Freund den Tag angenehmer macht. Ich stimme zu. Wenn wir zusammen einkaufen, teilen wir unsere Meinungen und helfen uns gegenseitig, gute Entscheidungen zu treffen. Ich mag auch, dass wir immer Zeit zum Essen und Entspannen haben. Das macht den Tag lustig. Ich genieße unsere Mittagspausen. Die Food Court ist immer voll, aber wir finden einen schönen Platz zum Sitzen. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir in der Food Court gegessen haben? Wir hatten Pasta und ein kaltes Getränk. Ja, das war sehr gut. Ich möchte beim nächsten Mal etwas Neues probieren. Vielleicht eine andere Art von Pasta oder einen Salat. Das würde ich auch gerne. Verschiedene Speisen auszuprobieren gehört zum Spaß beim Einkaufen. Ich bin froh, dass wir unseren nächsten Ausflug planen können. Ich werde meine Einkaufsliste mitbringen und du kannst deine mitbringen. Ja, ich werde die Artikel aufschreiben, die ich kaufen möchte. Es hilft, im Voraus zu planen. Ich werde auch die Geschäfte überprüfen, die ich besuchen möchte. Ich möchte in das Bekleidungsgeschäft, den Elektronikladen und die Buchhandlung gehen. Ich möchte die gleichen Geschäfte besuchen und vielleicht einige neue Läden anschauen, die wir beim letzten Mal nicht besucht haben. Das ist ein großartiger Plan. Wir können neue Geschäfte erkunden und neue Artikel sehen. Ich habe das Gefühl, dass jeder Einkaufsausflug ein neues Abenteuer ist. Wir sehen immer neue Dinge und treffen neue Leute. Ich stimme zu. Ich gehe gerne umher und schaue mir verschiedene Artikel an. Das macht mich froh. Einkaufen geht nicht nur darum, Dinge zu kaufen. Es geht auch darum, Zeit mit Freunden zu verbringen und den Tag zu genießen. Ja, und es hilft uns, mehr über unsere Entscheidungen zu lernen. Ich frage mich immer, ob ich wirklich etwas brauche, bevor ich es kaufe. Das mache ich auch. Ich prüfe den Preis, die Qualität und ob ich den Artikel verwenden werde. Ich denke, unser nächster Ausflug wird sehr lustig. Wir werden viele neue Artikel sehen, gutes Essen essen und vielleicht einen Film schauen. Ich freue mich darauf. Danke, dass du über unseren letzten Einkaufsausflug gesprochen hast und unseren nächsten planst. Danke, Tom. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir, mein Deutsch zu üben und erinnern mich an schöne Zeiten. Ich fühle mich genauso, Alice. Mit dir zu sprechen macht mich glücklich und hilft mir zu lernen. Ich sehe dich nächsten Samstag um 10 Uhr im Einkaufszentrum. Ja, ich werde da sein. Hab eine tolle Woche bis dahin. Du auch, Tom. Pass auf dich auf und bis bald. Gute Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.